Es findet in diesem Becken statt. Und ich weiß auch, dass manche von euch schon über diesen Riffaufbau nachgedacht haben. Warum sieht das so aus? Warum ist das komisch? Das steht auf so einem Stangerl in der Mitte. Und zwar haben wir jetzt aus unserem Flying Reef was gemacht. Ich nehme jetzt mal hier diesen Stein raus. Der magische Moment. Ja genau, der magische Stein hier. Der kommt jetzt raus wie Excalibur. Und so wird aus unserem Flying Reef unser Spinning Reef. Was muss gegeben sein? Kann ich mir das jetzt in jedes Becken reinbauen? Ich meine, das ist jetzt hier eine recht große Struktur. Nicht jeder hat so einen Würfel. Prinzipiell lässt sich das wahrscheinlich in jedes Becken, ich meine, es gibt so spezielle Becken, da wollen wir jetzt nicht sagen in alle, aber in fast alle Becken einbauen. Erstmal war das ja eine optische Sache, aber man entdeckt dann so mit der Zeit noch so zusätzliche Vorteile. Ich glaube, dass das den Tieren sogar richtig gut tut. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Ich verwende das hier immer super inflationär und sage euch, heute gibt es etwas ganz Besonderes, aber tatsächlich heute ist es wieder so. Heute gibt es etwas ganz Besonderes, denn ihr habt es ja mitbekommen, wir haben vor einigen Videos die liebe Nora hier in der Riffgärtnerei besucht und vorgestellt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wir verlinken euch das mal unten in der Videobeschreibung. Danke für das sehr viele Feedback, da waren so schöne Kommentare drunter. Ja, ich habe Gänsehaut, aber leider ist es Winter und ihr könnt es nicht sehen. Das war richtig schön, da habe ich mich richtig gefreut über die Community. Ihr seid super, danke schon mal dafür. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, denn es hat sich hier eine großartige Zusammenarbeit entwickelt, die mich mega stolz macht. Ich sage es gleich von Anfang an, früher war ich mal der Entwickler in der Firma Tunze, heute bin ich noch eine Galionsfigur und bin ganz dankbar, dass ich um mich herum so großartige Menschen habe. Dass dieser Termin hier heute möglich ist, liegt einfach daran, dass ich bei mir zu Hause im Unternehmen ganz klasse Leute habe, die hinter mir stehen und hier die Ehre habe, dass sich die Nora mit mir zusammengetan hat und deswegen dürfen wir euch was ganz Besonderes heute hier zeigen. Ich will jetzt gar nicht so viel mehr quatschen und lasst direkt die Nora erzählen, was euch heute erwartet. Vielen Dank für das tolle Feedback unter dem letzten Video, das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich bin echt gespannt, wie das ankommt, was wir euch heute zeigen. Ich habe mir nämlich was ausgedacht. Ich wollte mal wieder was ganz anderes machen, einfach mal so ein Aquarium, wo man sagt so, boah, ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen, einfach so, ne? Dieser Effekt. Und wir werden euch das heute zeigen und da schauen wir mal, was ihr dazu schreibt. Es findet in diesem Becken statt. Ich weiß auch, dass manche von euch schon über diesen Riffaufbau nachgedacht haben. Warum sieht das so aus? Warum ist das komisch? Das steht auf so einem Stangerl in der Mitte. Das zeigen wir euch heute, warum das so aussieht. Das hat nämlich einen Grund. Und zwar wollten wir das Flying Reef, ich sage immer wir, ne? Ich wollte das Flying Reef irgendwie auf die nächste Stufe heben, weil viele haben schon Flying Reef, sind begeistert. Das breitet sich ja richtig aus. Aber mir hat dann noch so gefehlt, dass das noch mal einen Schritt weiter macht. Und zwar haben wir jetzt aus unserem Flying Reef was gemacht. Ich nehme jetzt mal hier diesen Stein raus. Der magische Moment. Ja genau, der magische Stein hier. Der kommt jetzt raus wie Excalibur. Und so wird aus unserem Flying Reef unser Spinning Reef. Das ist ja witzig. Ja, und ab jetzt fahren unsere Korallen im Kreis. Doch, das wirkt schon, muss ich sagen. Ja, der Silas war hier erst kritisch, aber... ja, wir haben viel hin und her geschaut, ausprobiert und das ist aber wirklich Wahnsinn. Also je länger man da drauf schaut, das ist wie so ein Lagerfeuer. Ne? Also du guckst dich da irgendwie dran fest und das hat so eine beruhigende Wirkung. Und ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber bei mir ist es so, das eigene Aquarium ist ja oft gar keine Entspannung mehr. Ne? Weil man guckt so rein und sieht so, oh, an der Stelle mickert was und an der Stelle die Koralle sieht nicht ganz in Ordnung aus und da muss ich mal wieder was wegspritzen und da muss ich mal mit dem Bürstchen hingehen. Ne? Du kannst dich gar nicht an einer Stelle festgucken, das dreht sich einfach weiter und irgendwie dadurch wird das eigene Aquarium wieder entspannend so ein bisschen. Ne? Das finde ich darin ganz toll. Und natürlich hatten wir ein bisschen Sorge, ja, was halten die Tiere davon? Wir haben das jetzt auch ein bisschen angeschaut. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, man denkt ja erstmal, oh, die Koralle steht ja fest im Meer. Ne? Aber andererseits, ja, die Sonne geht auf der einen Seite auf, wandert einmal komplett drüber, geht auf der anderen Seite wieder unter. Wir haben die Wellen oben über den Korallen, die dann immer das Licht anders brechen, ne, an der Luftwasseroberfläche. Das heißt, da gehen immer dieser Kringeleffekt geht da drüber. Das heißt, das Licht verändert sich ja auch dauernd auf der Koralle.
Und dann haben wir Gezeitenströmungen, Wellenschlag, wenn die Korallen näher am Ufer stehen. Also eigentlich sind die Bedingungen doch immer unterschiedlich, obwohl die Koralle feststeht. Und auch hier auf unserem Riffaufbau steht ja die Koralle jetzt fest. Die ist gut angeklebt, die wackelt nicht, weil wackeln zum Beispiel mögen Korallen nicht. Aber das bewegt sich ganz ruhig. Das heißt, da ist ja jetzt auch keine Rotationskraft auf den Korallen. Das heißt, die merken ja nicht, dass sie sich gar nicht auf der gleichen Stelle befinden. Aber sie haben halt die Strömung immer von woanders. Das Licht haben sie von allen Seiten. Also soweit das geht, ne? Es kommt natürlich von oben, aber wir haben jetzt nicht irgendwo einen Schattenstreifen durch einen Glassteg oder halt, wenn wir 2 Spotlampen haben, dass dann da daneben der Schatten ist, sondern die Korallen bewegen sich unter der Lampe durch. Und ich glaube, wir müssen das jetzt natürlich noch verifizieren in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass das den Tieren sogar richtig gut tut. Wenn jetzt zum Beispiel die Strömungspumpe hier aufs Riff gerichtet ist und dann steht eine Koralle immer davor, die kriegt immer die meiste Strömung und die dahinter kriegt dann nichts mehr ab, wenn die davor wächst. Und hier dadurch, dass sich das bewegt, wenn die an der Strömungspumpe vorbeikommt, die Koralle, dann bekommt die einmal so einen Schub, ja, dann wird einmal wirklich das ganze alte Wasser zwischen dem Skelett da rausgeschoben. Also dann ist es wieder ruhig, dann kann sie wieder Stoff wechseln, ihre Abfallprodukte da auch ins Wasser abgeben und kann sich quasi entspannen, bis sie wieder das nächste Mal an der Strömung vorbeikommt. Und ich denke, dass das für die Koralle vielleicht sogar ein bisschen entspannter ist, als wenn die eine die ganze Zeit Schub kriegt. Ist natürlich bei den Orcas prinzipiell der gleiche Effekt. Ja? Es geht da ums gleiche Thema, dass die Koralle abwechslungsreiche Strömung bekommt. Wir können das System hier auch, da sprechen wir dann sicher später noch drüber, können wir ja auch gut mit der Orca kombinieren. Da haben wir dann auch die Möglichkeit, das zum Beispiel mal in die andere Richtung drehen zu lassen, ne? Oder mal langsamer schneller drehen zu lassen, solche Möglichkeiten. Aber prinzipiell, es geht einfach um die Abwechslung für die Korallen. Ne? Einerseits wollen sie möglichst stabile Bedingungen bei den Wasserwerten und so weiter, aber andererseits bei Strömung, da geht es einfach um Variabilität. Ich merke es jetzt immer an mir, ich habe es jetzt schon mal sehen dürfen, tatsächlich vor euch. Ja, im Prinzip habe ich jetzt die großartige Erfinderin treffen dürfen. Ich habe da ganz, ganz viel Respekt vor der Nora, dem, was sie weiß, dem, was sie gelernt hat, dem, was sie sich hier ausgedacht hat. Und ich komme jetzt also aus der Brille von dem Industriellen, der da mitarbeiten darf und will. Und ich komme aber auch aus dem Felix, der selber ein bisschen ein Aquarianer ist und schaut sich das hier an. Und jedes Mal, wenn ich hier stehe, merke ich, wie ich so festwurzel und dann tatsächlich hier reinschaue, genau wie die Nora gesagt hat, wie in so einem Lagerfeuer und immer wieder das Aquarium neu entdecke. Das hat man sowieso schon im Aquarium, aber hier ist es tatsächlich Next Level. Und ich denke, wenn ich mal so sagen darf, die erste Angst, wenn ich jetzt jemandem erzählen würde, hey, da gibt's sowas, ist die erste Angst, ist es nicht komisch, wenn es da so ein bisschen rumwirbelt? Aber schaut es euch an, das ist nicht so. Und wo wir gerade über Ängste sprechen, du hast es ja schon mal einer kleinen, ausgewählten, auserlesenen Fans, die hier waren, mal gezeigt. Was waren denn also das erste Feedback oder die ersten Ängste, die du den Leuten so gleich nehmen konntest? Ja, wir hatten hier eine kleine Weihnachtsfeier und da haben wir das präsentiert und das hat mich schon sehr gefreut, wie das da angekommen ist. Und natürlich, also Fragen waren zum Beispiel, ja, wie wird das denn angetrieben? Ne? Also muss ich da jetzt ein Kabel reinlegen oder so? Aber wie ihr jetzt sehen könnt, da ist kein Kabel, das hat keinen Strom. Das wird nur über die Strömung von den Pumpen angetrieben. Die Vorrichtung selber hat keine Elektrizität und hat auch 0 Metallteile. Das heißt, ihr habt keine Magneten, keine Metallachsen, also ihr müsst euch über Rost überhaupt keine Gedanken machen. Den Tieren kann nichts passieren. Außerdem auch natürlich die Frage, könnte sich jetzt ein Fisch verletzen, könnte sich einer einklemmen. Aber wenn ihr jetzt schaut, ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, das hält ganz leicht an, ja, also das kann man hier mit dem kleinen Finger, kann man das anhalten. Das heißt, da kann kein Tier eingeklemmt werden. Weil dadurch, dass das nur durch die Strömung angetrieben ist, kann das auch nichts zerquetschen, wie jetzt bei einem Motor zum Beispiel. Es ist auch ganz anders, Korallen aufzukleben, ne? Weil normalerweise sagst du so, das ist meine Lieblingskoralle, die klebe ich nach vorne. Du musst dir dann aber Sorgen machen, kriegt die denn dort die Bedingungen, die sie braucht? Also teilweise musst du Korallen ja auch dahin kleben, wo du sie gar nicht so gut siehst, weil sie halt da die Strömung haben, die sie brauchen. Und ich war jetzt hier so beim Ankleben relativ frei, ne? Weil ich konnte auch tatsächlich immer hier drüben stehen, auf der gleichen Seite, alle Korallen ankleben, weil ich habe es einfach gedreht zu mir und habe die Korallen angeklebt. Ich hatte hier so meinen Kistenstapel, da habe ich den Korallenkleber drauf, mein Handtuch drauf, ganz bequem. Und habe dann einfach, ne, wie so eine Kuchenplatte nach und nach eine Koralle nach der anderen hier drauf geklebt. Das war echt bequem. Und dann muss man sich keine Gedanken machen, ja, aber dann sehe ich die vielleicht nicht, ne? Sondern auch für Leute, die fotografieren wollen, ist toll, du musst nur hier stehen bleiben und alle Korallen kommen immer vorbei. Natürlich andererseits, ja, wenn du da drauf drückst, während du die Koralle festklebst, dann rutscht das natürlich links, rechts, ne? Also du musst ein bisschen anders kleben. Aber es hat eben auch den Vorteil, dass gerade bei dem Becken wie hier mit der Tiefe, du musst nicht da hinten kleben, sondern du kannst alles schön vorne kleben und dann einfach das Riff wieder drehen. Wenn du die Strömung ausmachst beim Korallenkleben, dann haut es dir auch nicht ab. Wisst ihr was? Die Erde
Ja, wirklich, ich muss jetzt mal richtig philosophisch hier werden. Ich habe hier in München physikalische Technik studiert und nach dem Lasertechnik-Praktikum hat mal ein ganz lieber Kollege, damals ein ganz lieber Kommilitonen gesagt, Felix, die Erde ist der einzige Ort im uns bekannten Universum, an dem kohärentes Licht entsteht, in den Resonatoren unserer Laser. Auf der Erde ist der heißeste Ort in unserem Sonnensystem, nämlich in unseren Fusionsreaktoren, wo wir hier versuchen, mit Wasserstoff Energie zu erzeugen. Und das hier ist jetzt nach meinem Kenntnisstand der einzige Ort auf der Welt, an dem sowas aufgebaut ist. Ist doch cool, dass ich jetzt hier die Ehre habe, sowas hier sehen zu dürfen und dass ihr jetzt da mitgenommen wurdet, sowas hier erleben zu dürfen. Gleich von Stunde Null an. Ich finde es einfach schön, das holt mich richtig ab. Also emotional hast du mich jetzt schon, wenn ich das mal so sagen darf. Es freut mich riesig, wie gut dir das gefällt. Ja, ich hoffe, dass es dann unseren Zuschauern hier auch so gut gefällt. Wir haben das jetzt hier schon vorab gefilmt. Wisst ihr, wir machen uns hier immer so einen Druck und so einen Stress kurz vor allem, damit wir dann zu den richtigen Terminen auch abliefern, so wie man das machen muss. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, das Ding hier fertig zu haben. Ihr Lieben, viele von euch kommen auf die Reefmania und dann könnt ihr das Ding live auf der Reefmania sehen und einfach mal selber Hand anlegen und selber mal wahrnehmen. Und ich hoffe, dass diese Erfindung hier die Welt erobern wird und in einigen Aquarien einziehen wird und die Menschen dahinter glücklich macht, den Tieren Spaß macht und gut tut. Gell? Jetzt muss man mal sagen, Spaß machen und gut tun, da hattest du ja auch, du hast ja jede Menge Background, Nora. Du bist ja nicht irgendein dahergelaufener Mensch, der hier einen Laden aufmacht, sondern du hast dir direkt auch gedacht, es könnte ja sogar sein, dass die Korallen auf dem Ding schneller und gesünder wachsen, wie wenn ich sie an einem gleichwertigen Ort daneben setze. Das müssen wir jetzt ausprobieren, gell? Das ist was ich definitiv testen will. Jetzt muss ich natürlich sagen, das Becken ist momentan noch in der Einfahrphase. Das heißt, jetzt Daten zu erheben, ist so ein bisschen müßig, weil in der einen Woche passiert das eine, in der nächsten Woche passiert das andere. Aber wenn das Becken mal sich stabilisiert hat, dann will ich auf jeden Fall mal auch dieselbe Koralle auf das Drehriff kleben und zum Beispiel hinten an den Schacht schauen, dass die ungefähr gleich viel Licht kriegen. Ja, vielleicht auch in mehrfacher Ausführung. Und dann am besten auch so Halterungen, dass ich die rausnehmen kann und dann würde ich die gern auch mal wiegen und schauen, wie das Korallenwachstum im Vergleich ist. Ne? Klar, man schaut rein und kriegt so einen Eindruck, ob die Tiere sich wohlfühlen, aber dass wir das halt auch mal so ein bisschen halbwissenschaftlich untersuchen. Sehr cool. Genauso interessant ist natürlich, was halten die Fische davon? Da habe ich mir auch erstmal gedacht, was machen die denn, wenn sich das dreht? Aber die waren tatsächlich sofort neugierig. Also wenn man hier den kleinen Doktorfisch anschaut oder so, wie der da dann rumpickt an dem Riffaufbau, die finden das auch spannend. Hat man das Gefühl. Also die hatten überhaupt keine Angst davor. Die sind da gleich reingeschwommen und haben da drin rumgepickt und die haben ja die Fähigkeit, da mitzuschwimmen in der Strömung. Im Meer ist es ja auch nicht anders. Wenn da so eine Meeresschildkröte vorbeischwimmt, dann gehen ja auch die Fische dahin und picken den Panzer ab, ne, während die Meeresschildkröte schwimmt. Oder halt Seegrasblätter, ne, wenn die in der Strömung treiben, da gehen auch die Fische ran und schaffen es trotzdem, die Mikroorganismen runterzupicken. Also ich glaube, die Fische sind da viel besser dafür ausgestattet, als wir da im ersten Moment denken. Also sogar noch mal ein bisschen mehr Training. Ja, die haben dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Abwechslung. Ist jetzt natürlich schwer in den Fisch reinzuschauen, aber hier, dadurch, dass sich das bewegt, können die ja auch mal ihre Runde anders schwimmen. Ne? Der muss nicht immer die gleiche Acht machen, sondern mal ist der Durchgang hier, mal ist der Durchgang da. Dann muss er vielleicht noch mal überlegen, wo er lang schwimmt, anstatt dass er so immer die gleiche Runde macht. Das wäre natürlich schön, wenn das noch so einen positiven Nebeneffekt hätte. Erstmal war das ja eine optische Sache, aber man entdeckt dann so mit der Zeit noch so zusätzliche Vorteile. Und er macht das wunderbar, der schwimmt da einfach mit, während sich das dreht. Das dreht sich aber wirklich nicht schnell, ne? Nein, es dreht sich nicht schnell, das ist natürlich Absicht. Wenn sich das zu schnell dreht, dann wird es auch wieder unentspannt. Ja? Also natürlich über die Geschwindigkeit von der Strömung, mit der wir das antreiben, steuern wir die Geschwindigkeit von unserem Drehriff. Zusätzlich oszilliert da unser Orca. Das heißt, der gibt auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich finde aber sogar, das wirkt dann etwas natürlich, Ja. ne, wenn sich die Geschwindigkeit mal ändert. Ja, und wenn man absolut. die Orcas passend einstellt, dann kann sich das Riff sogar in die andere Richtung mal drehen, was dann auch ganz Sehr interessant cool. ist. Angenommen, ich finde das jetzt cool als Zuschauer zu Hause und denke mir, okay, was muss ich denn für Voraussetzungen haben, dass ich mir sowas reinbauen kann? Also was muss gegeben sein? Kann ich mir das jetzt in jedes Becken reinbauen? Ich meine, das ist jetzt hier eine recht große Struktur. Nicht jeder hat so einen Würfel zu Hause. Genau, das hier ist natürlich ein Sondermaßbecken, was besonders gut dafür geeignet ist. Aber prinzipiell lässt sich das wahrscheinlich in jedes Becken, ich meine, es gibt so spezielle Becken, da wollen wir jetzt nicht sagen in alle, aber in fast alle Becken einbauen. Ihr habt einfach nur einen Standfuß, den könnt ihr einfach auf euer Glas stellen. Das ist ja in quasi jedem Becken möglich. Und dann ist die Dreheinheit da drauf und dann ist da das Riff drauf. Wir planen ja die DIY-Einheit
Das heißt, ihr bekommt den Drehfuß mit einer Aufnahme oben drauf, wo ihr selber euer Riff drauf bauen könnt. Und wir planen ja auch fertige Riffe zu verkaufen. Ne? Für die, die nicht selber bauen wollen oder sich das nicht zutrauen, weil da gibt es ein paar Tricks, die man beachten muss, wenn man so einen Riff baut. Für die haben wir dann auch schon fertige Riffe. Und das heißt, ihr stellt es einfach auf euren Glasboden und dann braucht ihr eine Wasserbewegung. Es gibt jetzt verschiedene Methoden, wie das funktioniert. Hier bei dem Becken, wir sind jetzt in die Folgen gegangen, wir haben einen Closed Loop eingebaut. Ne? Also wenn man schon von vornherein weiß, ich will so einen Drehriff, ich mache mir ein Becken extra dafür, ist der Closed Loop eine elegante Variante. Wir haben 2 Ausgänge am Boden, da unten, und dann hängt die Pumpe hier unten drin im Unterschrank und die saugt das Wasser an der einen Stelle an und gibt das dann im Kreis raus. Und dadurch haben wir eine relativ gleichmäßige Drehung, bei der wir die Geschwindigkeit schön einstellen können. Was wir damit nicht machen können, ist die Richtung wechseln. Dafür bräuchten wir dann entweder noch viel mehr Bohrungen, dass man quasi 2 Pumpen wechselseitig schaltet, oder müsste das halt mal umdrehen, wenn man es mal in die andere Richtung haben möchte. Alternativ geht's, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein ganz kleines Becken haben, ne, so ein Würfelchen, wo einfach eine Rückförderpumpe das Wasser quasi in der Kreisströmung sowieso schon bewegt. Da könnt ihr natürlich ein ganz kleines Drehriff reinbauen, was einfach durch die Kreisströmung der Rückförderpumpe sich dann mitbewegt. Wenn das eben nicht reicht, die Rückförderströmung, dann könnt ihr mit einer Strömungspumpe arbeiten. Von oben gesehen ist das Riff ja rund. Es muss ja irgendwie reinpassen, das heißt, es muss ungefähr rund sein, damit es nicht dann, wenn es sich dreht, am Glas anstößt. Und dann muss die Strömung quasi tangential da dran vorbeiblasen, sodass es sich dann halt im Kreis dreht. Und so könnt ihr es eigentlich mit jeder handelsüblichen Strömungspumpe antreiben. Ja, und wenn ihr es dann die volle Möglichkeit haben wollt, dann könnt ihr es eben auch mit 2 Pumpen machen, dass ihr die quasi gegenläufig laufen lasst. Das heißt, einmal geht es in der einen Richtung vorbei, dann dreht es sich in die eine Richtung. Und wenn ihr dann die Pumpen umschaltet, dann könnt ihr es auch in die andere Richtung drehen lassen. Und mit den Orcas, dadurch, dass die eben sich auch noch bewegen können, könnt ihr dann sogar beide Pumpen gleichzeitig weiterlaufen lassen, aber die Pumpen rüberschwenken lassen, sodass es einmal in die eine Richtung gedreht wird. Und wenn die Pumpen wieder beide rüberschwenken, dann wird es in die andere Richtung gedreht. Das sind jetzt erstmal alle Möglichkeiten, die mir einfallen, wie man das antreiben kann. Aber wahrscheinlich gäbe es sogar noch mehr Optionen. Ihr habt ja jetzt hier drin den Prototypen laufen. Es muss richtig frustrierend sein für die liebe Nora, dass die das Ding hier aufgebaut hat und in ihrem Laden im Schaubecken, und das darf noch keiner sehen. Das war furchtbar. Das war absolut furchtbar. Also das steht ja jetzt seit schon Monaten da drin und immer habe ich diesen Stein drunter, damit es sich nicht dreht. Und manchmal abends im Geheimen nehme ich den Stein raus und setze mich davor und gucke ein bisschen. Ja. Ach, schön. Okay, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos könnt ihr einfach in die Noras Riffgärtnerei reinschauen, hier nach München, und das Ganze mal original von der Erfinderin sehen. Und dann könnt ihr euch auch so ein Ding besorgen. Gell? Und wie wir das jetzt realisieren wollen, das schauen wir uns jetzt in dem Abschnitt von dem Video ein bisschen an. Ich habe eine richtig starke Truppe hinter mir. Der liebe Daniel und die liebe Visa, die sind mit mir hier zwischen den Feiertagen und irgendeinem Samstag vorbeigekommen. Und wir haben hier, glaube ich, 5 Stunden lang darüber gebrainstormt, wie man das Ganze realisieren könnte. Und die hatten alle so großartige Ideen. Kennt ihr das, wenn Lego ein neues Set rausbringt? Dann ist da nicht jeder Stein neu, sondern die verwenden so ein paar alte nochmal neu. Und so ähnlich haben wir das jetzt auch versucht, Teile, die wir schon haben, zu verwenden, damit wir Synergien haben, ne? So ein Baukasten so ein bisschen. Das ist die eine Idee von der Nora großartig gewesen. Man macht dieses Riff, sage ich mal, abnehmbar, damit man das Ganze überhaupt im Aquarium installieren kann. Ich sag mal, das ist jetzt die eine Komponente, die könnt ihr euch dann unabhängig selbst zusammenbauen, die könnt ihr euch custom hier zum Beispiel bei der Nora auch machen lassen, genau wie ihr sie haben wollt, oder wir werden dann dafür sorgen, dass es das einfach auch schon fertig gibt. Ne? Und jetzt habt ihr hier eine Plattform, die baut ihr euch in den Sand rein. Ich kann euch nicht versprechen, dass die dann genau so aussieht, aber ich kann euch versprechen, dass wir versuchen werden, dass das Ding möglichst dezent im Aquarium ist, ne? Dass ihr möglichst wenig davon seht. Was ihr sehen werdet, ist dieses Rohr. Und da kommen wir, guck mal, wie schön leichtläufig das ist. Was ihr sehen werdet, ist dieses Rohr. Da haben wir jetzt wieder, wie beim Orca, und ihr erkennt diesen Mechanismus, auf das Carbonrohr gesetzt, wie beim Orca, und auch auf diesen Ausziehmechanismus, weil wir wollten so dieses One-Fits-All, wir versuchen es noch, ja, ich kann es noch nicht versprechen an der Stelle, eine Drehvorrichtung zu haben, die für alles funktioniert. Also wo ich hier so eine verhältnismäßig kleine Struktur aufbringen kann, aber eben auch so ein riesiges Konstrukt, wie es jetzt hier in diesem Becken ist. Gell? Dann ist das Ganze hier oben mit dieser Schnittstelle versehen. Ich kann das Ganze hier runternehmen und jetzt, tada, die einen oder anderen werden das von euch erkennen. Das hier ist nämlich die Lagerung von der Stream 3, die steckt da drinnen. Da wissen wir, dass sie einfach so gut wie endlos, nicht wirklich endlos, aber nahezu endlos funktioniert. Auch wenn sie mit hohem Druck und sehr hohen Geschwindigkeiten läuft,
Hier gähnt die nur müde. Einfach Komponenten, die wir schon im Baukasten haben. Da drin diese Lagerbuchse, da haben wir uns auch für die absolute Premium-Lagerbuchse entschieden. Da saß der Daniel dann da und hat gesagt, nehmen wir die man dann nach ein paar Jahren vielleicht erneuern muss, oder nehmen wir die uns überlebt? Naja, da wir die Made in Germany 5 Jahre Garantie Premium Firma sind, haben wir natürlich die beste Buchse genommen, die wir finden konnten. Und der liebe Daniel hat gestern Vollgas gegeben, dass hier einmal dieser Prototyp für uns aufgebaut ist. Gell? So sieht das Ganze erstmal unscheinbar aus, aber ihr müsst das Ganze als System verstehen. Also das ist jetzt nur eine Komponente in diesem ganzen Konstrukt. Ich werde das jetzt mal ausfahren. Ihr könnt das Ganze in der Länge variieren. Warum? In dem einen Aquarium will man den Aufbau vielleicht ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger haben. Ähnlich wie beim Orca, vielleicht ändert man seine Meinung. Manchmal stellt man den Sessel im Raum auch noch mal ein halbes Jahr später woanders hin. Deswegen haben wir das hier bewusst mit so einem Ausziehmechanismus. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, da werden sich vielleicht noch die eine oder andere Sache noch dran ändern. Wisst ihr, einen Prototyp halte ich hier in der Hand. Das Video muss vorab gefilmt werden. Der wird jetzt noch getestet und optimiert. Und jetzt werde ich ihn mal ganz lang machen. Na, finde ich's? Ja, geschafft. So. Schick, schick. Ich liebe es, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr habt vielleicht noch mal den einen oder anderen Tipp. Die Nora hat zum Beispiel ganz smart schon gesagt, der eine oder andere wird vielleicht keinen Sand haben und will auch keine Kunststofffläche da drin sehen. Lasst uns doch das Ding hier auch aus einer Keramik machen, die Bodenplatte. Oder vielleicht kann man auch die ganze Säule hier mit einer Keramik überziehen. Gell? Ich finde, das sind super Ideen. Und ihr zu Hause habt vielleicht auch noch ein paar coole Ideen. Schreibt die uns bitte gleich unten in die Kommentare oder kommt direkt auf der Reefmania an Noras Stand und erzählt ihr alles, was euch so einfällt, was man noch machen könnte. Werdet Teil des Ganzen und helft mit, dass das Ding hier nochmal richtig, richtig cool wird. Ne? So eine Entwicklung ist ja nie zu Ende. Ich denke, in einem Jahr werden wir hier zurückblicken und sagen, Mensch, weißt du noch, wie wir das damals... Das ist ganz normal. Auch wenn wir jetzt hier schon alles ausgeplaudert haben, es geht weiter und auf der Reefmania werdet ihr ein anderes Produkt sehen, wie wir es jetzt hier haben. Also seid da nochmal gespannt. Wir werden auch definitiv Follow-up-Videos dazu bringen. Und ich bin jetzt schon sicher, dass ich dem einen oder anderen auch besuchen werde, der so ein Ding hat oder einbauen wird. Und dann wird es richtig spannend. Weil jetzt ist dieser Moment, ich bin jetzt so der Marketing-Arsch, ne? Ihr habt jetzt davon gehört, ihr wisst, dass es es gibt. Jetzt stellt ihr euch Fragen, oh, wäre das was für mich? Wie sieht es aus? Wie ist es mit der Langzeiterfahrung? Da werden wir euch mitnehmen. Deswegen gleich schon mal den Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr das ja noch, oder? Und dann feilen wir noch die nächsten Wochen dran und schauen, dass der dann, wenn ihr ihn kaufen könnt, so richtig gut funktioniert. Ich mag so Ladenhunde, das ist einfach schön. Das ist was Nettes. Das war jetzt eine Weltneuheit für euch und ihr wart live mit dabei, fast live, mit ein bisschen Verzögerung, aber ihr wart jetzt hier mit dabei. Und wie geht es jetzt weiter? Wir tüfteln nochmal an der ganzen Sache. Wir wollen das Ding so perfekt wie möglich. Ihr wisst, in 2 Jahren haben wir wieder eine bessere Idee, dann ist es noch perfekter. So tickt die Welt heute leider. Aber wir wollen, dass ihr ein 5 Jahre Garantieprodukt habt, mit dem ihr sehr lange Freude habt. Und bis dahin, wenn ihr jetzt schon heiß darauf seid, dann kommt einfach auf die Reefmania, quatscht die Nora an, die wird sich riesig darüber freuen. Wenn ihr Bock habt, gleich jetzt zuzuschlagen und euch so ein Ding zu kaufen, dann rein in Noras Webshop und zuschlagen. Wenn ihr die exklusive Beratung einer super Fachhändlerin haben wollt, wie gesagt, in den Laden rein, ihr kriegt auch das ganze Ding aufgebaut. Von der Erfinderin selbst ist es nicht großartig. Und wenn ihr autorisierte Tunze-Händler seid und Lust habt, auch sowas in euer Schaubecken reinzustellen und die Leute mitzunehmen, dann herzlichen Glückwunsch. Als Tunze-Händler habt ihr Zugriff auf den Artikel. Das wird jetzt einfach ein Standard-Tunze-Produkt für den Fachhandel. Wirklich, das war mir eine ganz, ganz besondere Ehre, dass ich jetzt hier sein durfte, dass ich auserwählt wurde, hier dahinter stehen zu dürfen, das Ganze mit anzuschieben und dann in der Seifenkiste mit den Berg runter zu rauschen. Das wird richtig schön, da freue ich mich. Das wird jetzt eine richtig schöne Fahrt. Bleibt gespannt, es geht auf jeden Fall weiter. Ich freue mich aufs nächste Video, nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß mit euren Aquarien und wir sehen uns natürlich auch auf der Reefmania. Macht's gut, ciao. Unbedingt, bis dann.